Hallo und herzlich willkommen zurück bei Coast Guard. Ja, wir sind wieder auf der Daniel Defoe. Die Kamera hat wieder umgeschaltet, aber das kennt ihr ja schon. Wo stehe ich denn jetzt hier hinten? Ich habe ja die Jacke dabei. Und ich glaube, die wird uns helfen, denn die schaltet eine Dialogoption frei. Licht, bitte. Danke. Die wir vorher nicht hatten. Wir schauen mal. Alright, buddy. Time for you to start singing. Das, was wir Who schon did you kennen, kill last night and why? I'm not saying a thing. Denn hier haben wir jetzt die Frage, was ist mit dieser Unifetzjacke? Das ist übrigens eine Jacke, die Flüchtlinge bekommen, beziehungsweise sowas wie von der UN irgendeine Hilfsklamotte. Das weiß ich, weil ich den Larry gefragt habe, unseren Laboranten, und vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Jetzt seid ihr aber wieder auf dem neuesten Stand. What's with this Unifez jacket? What about it? Maybe it belonged to one of those victims you keep talking about. Whatever it is, it's nothing to do with me. I don't know a thing. So, er weiß also nichts. Who are you taking orders from? Name your accomplices. This thing is too big for a little coast cop like you. Just leave it be. Who are you working with? You don't want to know. Believe me. Ja, also offensichtlich gibt es hier eine große Verschwörung und wir sind mittendrin. Coleman, how's our body of evidence looking? Well, Finn, you found quite a bit that seems to point towards a crime. But unfortunately, the case isn't all that clear as it stands. You hear that? Why don't you just finally confess to the murder? I'm not doing a damn thing. So, dass sich die Beweise jetzt immer noch nicht verbessert haben, trotz der Jacke, das wissen wir, beziehungsweise das war mir klar. I'll make sure to get my hands on some more evidence. You do that. Or you can just let me go Nee, right das lassen wir schon. now. Just let it go. This isn't going to go anywhere for you. Aber theoretisch müssten wir gleich angefunkt werden. So habe ich das jedenfalls bei einem anderen gesehen. Sehr schön. Wir können ihm ja nochmal die Jacke zeigen, dann seht ihr auch das, was ihr verpasst habt. I found this jacket outside on the oil rig. A jacket? Wait a second. That's the Unifez logo. What's a Unifez jacket doing here? You usually only find these in the poorest, neediest regions. They're for refugees and the like. I was asking myself the same thing. Can you take a look at that? But of course, 1 second. Unfortunately, no skin cells, no hair follicles. The ocean washed away anything that might have been on the jacket. I'm sorry. Thank you. Finn, do you hear me? Loud and clear, Fatima. What's going on? I found something here that you need to come and take a look at. Where are you? I'm still on the oil rig, right near the derrick. I'm on my way. Ist das nicht schön? Eigentlich sollte er wissen, wo Fatima ist, denn wir haben sie nicht auf dem Boot mitgenommen, also muss sie ja noch auf der Insel sein. Jedenfalls ist das für mich logisch. Ja. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich hier vielleicht schneide, deswegen schweige ich jetzt beim Übersetzen. Ach nee, kann ich mir ja schenken, wir stehen ja eigentlich fast drin. Da lohnt sich der Schnitt nicht. Ja, was Fatima gefunden hat, das weiß ich jetzt auch nicht. So weit habe ich dann doch nicht weitergeguckt. Ich hatte nur die Stelle gesucht, die ich vergessen hatte, und das war halt diese doofe Jacke. Jetzt sollte es eigentlich weitergehen mit was auch immer sie da gefunden hat. Ist ja schon eine reife Leistung dafür, dass sie jetzt eigentlich gefühlt 3 Stunden nur hier rumgestanden hat und die Bohrinsel, ja, gefeiert hat. Wäre ja auch cool gewesen, wenn sie mir noch verraten hätte, wo sie denn rumsteht. Fatima? Ah. Sie steht da hinten. Bei dem Knilch, der immer so freundlich war. Wahrscheinlich ist der doch irgendwie komisch. Mal gucken. Was geht? Hey, Fatima, what have you found? Ah, Finn. Mr. Benson here took a look at the past data from this drilling. And what did you find? The wear and tear is definitely too high. I guess right.
If you take a look here, you'll see that even back when we drilled through this massive sediment, the value stayed more or less normal. And now the wear and tear is off the charts. Something's wrong. Do you know what it could be? I don't know, it could have been something to do with the drilling fluid. But it's not my area of expertise. Sorry. Okay then, thanks a lot. I'll have a look into it. I'll stay here for now, Finn, and try to make sense of this data. Do that, Fatima. See you later. Okay, ich hatte jetzt mehr auf einen blutigen Vorschlaghammer oder so gehofft, als mich mit der Zusammensetzung von Ölschlamm zu beschäftigen. Aber ich denke, da oben die Knilche in diesem Kontrollzentrum, die können mir vielleicht was zum Ölschlamm erzählen. Also ich hoffe es jedenfalls. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt sonst noch alles damit belästigen sollte. Na, mal gucken. So, die eher nicht. Wir fangen mal gleich bei dem an, auf dem ich jetzt am meisten setzen würde. Nämlich hier der Halbchef. Hello, are you in charge here on the oil rig? No, no. I'm afraid my responsibilities don't quite reach that far. Yeah, my name's Jeffrey O'Connor. I'm the tool pusher here. Genau, der And Tool what Pusher. exactly does a tool Ja, pusher... das Gespräch The kennen wir tool schon. pusher... Well, okay. Then I have a few questions for you. Okay, how has the drilling been going? We're getting along okay, but the wear and tear on the equipment has been fairly high. We have to keep switching the drill head because the old one keeps overheating. Do you have any idea what... My first guess would be that it has something... If it isn't mixed right, it won't have the adequate cooling properties. I've already spoken to the drilling fluid people. Everything seems to be fine. Na toll. I'm going to have... You can usually find me here. Finn, something's wrong. What is it, Coleman? Mr. Mueller, the castaway we fished out of the water, Yeah, what about him? he's lying dead in the storage room. What? I don't understand how it could have happened. And what about our suspect? Hernandez? He's still in his cell, and he has a big, fat grin on his face. I can't believe it. You'd better get over here and take a look at this yourself. I'm on my way. Wie kann denn unser Zeuge einfach auf unserem Schiff versterben? Verdammt nochmal. Ah, es läuft ja alles super. Irgendwie passieren die Dinge immer an der Stelle, wo ich nicht bin. Ist euch das schon mal aufgefallen? Entweder findet die Fatima nach Stunden der Langeweile was auf der Plattform und ich bin auf unserem Schiff. Jetzt sterben hier die Leute auf meinem Schiff und ich bin auf der Plattform. Das ist irgendwie eine schlechte Koordination. Genauso schlecht wie meine Koordination beim Treppenlaufen. Übrigens, ein kleiner Nebensatz. Im echten Leben hasse ich diese Treppen mit diesen Gittern. Ich kann da nicht laufen, mir wird's da schlecht. So. Jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt wisst ihr Bescheid. Da geht mir schon die Stimme weg vor Aufregung. Und dann mal ganz schnell hier gucken, was ist denn mit unserem armen Herrn Müller passiert. Irgendwer muss den doch umgebracht haben. Der wird ja nicht einfach so. Ihr wisst schon. Oh, diesmal habe ich den Anflug auch gut geschafft hier. Da seht ihr, wenn es was zu tun gibt hier, was Ernsthaftes, dann bin ich auch wirklich auf der Höhe des Geschehens. Es sieht aus... Wo kommt denn jetzt die Fatima her? Ich habe irgendwie Angst vor den Menschen hier. Aha, Mr. Strickpulli. Was hast du mit meinem armen My God, how could this happen? Kerl gemacht? I checked him. It looks like natural causes. But this can't just be a coincidence. This guy just spent the last few hours swimming in the ocean, fighting for his life. It looks like his heart just suddenly gave up. He died of a heart attack. And couldn't even cry for help. Or make any kind of sound. Apparently not. It must have been a very quick death. You really examined his body thoroughly. Did he have anything in his blood that could have been the cause of death? Larry's checking a blood sample right now. But at the moment, there's no evidence for an unnatural cause of death. I just can't believe it. Ja, von wegen, das war doch kein natürlicher Tod, also bitte. Ich spiele schon Computerspiele seit mehreren Jahrzehnten, da glaubt doch kein Mensch mehr dran. Der ist echt groß, der Herr Muskelprotz. Ach nee, Oga heißt er ja. Larry.
Ihr könnt hier alle so in 5 Minuten Analysen machen, für die echte Kriminallabore ungefähr so 3 Wochen brauchen. Und das alles auf dem Gameboy. Ich bin so begeistert. Erzähl mal's. Komm. Larry, please don't tell me you haven't found anything yet. I'm sorry, Finn. Everything seems to be pointing towards a natural cause. There weren't any traces of medication or substances in the blood that could have caused his death. Are you sure there isn't anything? Finn, you know my lab doesn't necessarily have the right equipment to verify all deadly poisons that easily. I can only tell you that I wasn't able to find any anomalies or radioactive substances. Das befriedigt mich alles überhaupt nicht. Und ich denke mal euch auch nicht. Oh, Fatima. Finn, I'm sorry. It's okay, it's not your fault. How can something like this happen on board our ship? And you're sure that this wasn't from natural causes? I have a really bad feeling about this. We have a murderer on board. This can't be a coincidence. But how could he have done it? I really don't know, Fatima. But it won't leave me be. Finn, you have to shake it off and start looking forward. Du bist I know, lustig. Fatima. Thanks for all your support. I really mean it. Finn, I'm always here for you. You know that. Thanks, Fatima. I love you. I love you too, Finn. Was? Würdet ihr euch mal auf eure Arbeit konzentrieren? Haben wir hier eine Leiche rumliegen und müssen hier, ja, Liebesschwüre raushauen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Im Zweifel, wenn ich nicht weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis, so sagt man das bei uns in der Firma. Aber ich rufe mal einfach meinen Funk an. MSC, this is Daniel Defoe. We're here investigating an incident in the vicinity of Petra Tower 5. Roger. Okay, die können mir jetzt auch nicht helfen. Ich werde nochmal diesen Coleman anlabern. Mal gucken. Coleman, we have to find an explanation for this. Finn, I really don't know what more I can do. Have we really checked everything? Maybe there are some other clues here. I've done everything I can, Finn. You can go ahead and keep investigating. Maybe you'll find something else. What about the blood sample? You have to ask Larry. He's Already on my way. Should we interrogate the suspected murderer again? It can't hurt, but I have my doubts as to how is he supposed to have gotten out of his cell? I don't know either, Coleman. I'm going to keep looking, Coleman. Do that, Finn. See you later. Finn, we just got a dispatch from headquarters. We have to let our suspect go immediately. What? Hernandez? Exactly. But that can't be right. The proof is all there. It's overwhelming. Finde ich überhaupt nicht. We're just about to get a full confession. Das glaube ich It's auch an nicht. order straight from the top. But that's... I don't understand. I don't either, but we need to go along with it. Should I escort Mr. Hernandez back to the oil rig? No, I can take care of that. Don't do anything stupid. Don't worry, I got it. I'll put him in our daughter boat. All you have to do is ferry him back over. Ja, ich muss ja sagen, eigentlich müsste ich jetzt storytechnisch total entrüstet sein, aber ganz ehrlich, wir haben überhaupt nichts in der Hand, außer diesem blöden Knochen und ein bisschen Knochen im Schlamm. Außerdem haben wir eine Leiche auf unserem Boot, das sieht, glaube ich, selbst nicht gut für uns aus. Sag nur, der hat ihn jetzt nicht mitgenommen. Er hat doch gesagt, ich soll nur rüberfahren. Oh, Himmel. Ja, also was wollte ich jetzt sagen? Ich verstehe es total. Also, ich habe ja auch schon andere... Have you found a suspect for the supposed murder, Was Finn? willst du denn jetzt? Not yet, unfortunately. Keep looking around for if anything happens here, then there's sure to be some people acting Ich habe strange. ja schon mehrere Spiele gespielt, wo man so Kriminalfälle lösen müsste und ja, von meiner Erfahrung her, das, was wir jetzt haben, das ist lächerlich. Das hilft einfach nichts. Das hätte jetzt jeder sein können, beziehungsweise wir haben noch nicht mal eine richtige Leiche und so weiter. Also das geht so nicht. Ich habe schon gedacht, es brennt hier drin, aber das ist irgendwie lustig. Okay, Oger, I komm. can't believe it. My witness is dead. Damn it, you're behind this. I know it. I'm sorry to hear that.
That's really unfortunate for you. How did you get... I have no idea. I was in my cell the whole time. That's it. This is... Just spit it out. I'm not saying anything anymore. Ich wollte mit ihm auch gar nicht mehr reden. Ich will ihn I've darüber had bringen. enough of... Well, it's time for you to finally let me out of here. So, jetzt aber ist er draußen, oder? Man erkennt das ja auch so überhaupt nicht. Aber eigentlich soll ich den doch nur noch rüberfahren. Das kann ja nur nicht so schwer sein. So. Thank you very much, Captain. I'm not sure you know, Ich höre Stimmen. but I can assure you that we'll be seeing each other Und sehe again. nichts. And I'm going to be the one having the last laugh. I look forward to it. Here's wishing you a Ach, halt die safe Schnauze, du Dicker. onward journey. You. Finn, let's get going. There's other missions waiting for us. Ja, sehe ich auch Be so. right back, Coleman. Ja, jetzt können wir wieder einen Logbucheintrag benennen und hoffentlich klären wir die Geschichte noch auf. Ich denke mal, wir werden hier noch zurückkommen und zur Feier des Ganzen nennen wir das natürlich auch Oger. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns wieder erinnern müssen an irgendeinen alten Einsatz. Ich bin gespannt. I have to take a look around. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. So, jetzt sind wir wieder im finsteren Verlies und ich habe total vergessen, wo wir schon waren. Das ist nämlich schon jetzt für mich ein paar Aufnahmen her, dass ich hier war. Verbeulte Tür. This door. It's more battered than the rest. I remember now. I was the one who broke this door open. But when? Where? A ship. I'm in an old ship. Das habe ich jetzt auch schon erkannt. So, jetzt geht's aber weiter hier. Neuer Einsatz. Daniel Defoe, this is MSC. Over. Defoe, do you hear me? Ja, Daniel Defoe here. What's up? One of our reconnaissance helicopters has spotted a strange film on the water's surface, not far from your position. Possible contamination. Can you check and assess the situation? was war das? Probably going to have to take a water sample from the target area, Finn. Looks like it, Larry. Let's get to the target first, and then I'll switch to the daughter boat to take the sample. Here we go. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das Wort Tochterboot höre, würde ich gerne jemanden einen runterhauen. Ich weiß nicht warum. Ja, aber wir fahren jetzt mal hin und untersuchen den komischen Film. Ich tippe mal auf Öl, mal ganz mutig. Was sind das für Geräusche? Ich finde es ja lustig, dass wir jetzt auch noch so ein bisschen hier mythische, surreale Horrorelemente bekommen. In einem Spiel, was Küstenwache heißt. Ist irgendwie lustig. Wobei, kennt jemand The Fog? Nebel des Grauens? Gleich kommt der fliegende Holländer vorbei. So, da ist auch der Film. Ich sehe ihn doch schon von hier aus. Aber wir fahren noch ein bisschen dichter ran und dann nehmen wir mal eine Probe davon. Mal gucken, ob es auch einen Probenmodus gibt. Es gibt ja einen Rettungsmodus, gibt es bestimmt noch einen Probenmodus. Da hinten ist auch irgendwas im Wasser, oder? What the? Finn, come take a look at this. What's going on with you? There's an unbelievably thick fog starting to drift our way. Ach, das ist der Hubschrauber. Eerie. Be careful. Still going to try to get the water sample with our daughter boat. Roger, Defoe. Er hat schon wieder das Wort Tochterboot gesagt. Naja. Ich verzeih's ihm mal. So. Erstmal ein bisschen Speed hier.
Nicht mit dieser lahmen Krücke. Und rauszoomen, damit wir auch schön sehen. Klicke auf eine Fläche im Wasser, wo du eine Probe nehmen willst. Drücke F6. Ah, wir haben einen Probemodus. Ah, und die Kamera sitzt wieder so dämlich, dass ich wieder nichts sehe. Sind wir jetzt schon drin? Ich würde sagen, ja, wir sind drin. Gut. Water sample obtained. Then pass that wet little baby right on over here. Can you already gauge what kind of an oil slick it is? Looks like bunker C to me. Not good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. But bring that sample over here to me first. Ja, ich mache alles gleichzeitig. Kein Problem. So, dann bringen wir mal das Öl zu unserem Laboranten. Können wir das Licht anschalten, bitte? Licht. Danke. Ja, ich weiß. What's up, Finn? I have work for you. Samples? Fingerprints? Database tests? No problem. Just put that up and I can Ach so. explain the rest to you. Ich vergaß. Entschuldigung. Ich vergaß. Das muss ich ja wieder alles selbst machen. Ah, je. Ja, ich weiß. Hier, komm, mach was. Will you manage by yourself, Finn? It can't hurt for me to know. How do I start, Larry? Turn the Bunsen burner on so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. It has to be really hot. Roaring blue. Excellent. See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net? Yes? That's an inoculating loop and your most important instrument. The next task has 3 steps. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Third, inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Wo kommt denn jetzt die Musik her? Upsa. Now we need to distill a colony from the sample. To do so, we'll use the so-called dilution plating method. Hold down the mouse button and guide the inoculating loop to follow the lines along the petri dish. That way, you'll distribute the sample so that colonies can grow. Oh, wie schön. Nu? Well, that finishes up our business here. I'll let you know when I receive the final analysis for it. Until Sehr then, nett von dir. you should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. Ja, machen wir. Gut. Wer hier sein Schweröl in das Meer kippt und wen wir damit jetzt überführen werden oder auch nicht. Ich meine, diese Missionen enden ja leider irgendwie nie richtig mit einer Auflösung, weil wir danach immer wieder auf unserem Knastboot sind und uns erinnern müssen. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, muss ich mal so ehrlich sagen. Ich würde schon gerne mal irgendwas auflösen. Aber gut, mal gucken, was jetzt uns hier wieder erwartet. Es wird bestimmt wieder interessant werden. Es gibt bestimmt lustige Dialoge. Wir warten mal ab. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.